In dieser Geschichte begleiten wir Sarah, eine 10-jährige Schülerin, durch ihren Tag. Du wirst dabei nützliche deutsche Wörter und Sätze rund um den Alltag lernen. Los geht's! Guten Morgen! Es ist 7 Uhr. Sarahs Tag beginnt. Es ist 7 Uhr. Sarah wacht auf. Oh nein, der Wecker klingelt schon. Sie stellt den Wecker aus. Guten Morgen, sagt sie. Sarah steht auf, streckt sich und sagt: Zeit aufzustehen und mich fertig zu machen. Sie steht auf und geht ins Badezimmer. Sarah wäscht sich das Gesicht und putzt sich die Zähne. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr. Sarahs Tag beginnt. Es ist 7 Uhr. Sarah wacht auf. Oh nein, der Wecker klingelt schon. Sie stellt den Wecker aus. Guten Morgen, sagt sie. Sarah steht auf, streckt sich und sagt: Zeit aufzustehen und mich fertig zu machen. Sie steht auf und geht ins Badezimmer. Sarah wäscht sich das Gesicht und putzt sich die Zähne. Der Wecker. Der Wecker. Klingeln. Klingeln. Aufwachen. Aufwachen. Aufstehen. Aufstehen. Das Gesicht waschen. Das Gesicht waschen. Sich die Zähne putzen. Sich die Zähne putzen. Nach dem Fertigmachen geht Sarah in die Küche, um zu frühstücken. Sie isst Brot mit Marmelade und trinkt ein Glas Milch. Nach dem Fertigmachen geht Sarah in die Küche, um zu frühstücken. Sie isst Brot mit Marmelade und trinkt ein Glas Milch. Das Frühstück. Das Frühstück. Das Brot. Das Brot. Die Marmelade. Die Marmelade. Das Glas Milch. Das Glas Milch. Um 8 Uhr geht Sarah zur Schule. Sie nimmt ihre Schultasche. In der Schule lernt Sarah Mathe, Deutsch und Kunst. In der Pause spielt sie mit ihren Freunden. Um 8 Uhr geht Sarah zur Schule. Sie nimmt ihre Schultasche. In der Schule lernt Sarah Mathe, Deutsch und Kunst. In der Pause spielt sie mit ihren Freunden. Die Schule. Die Schule. Die Schultasche. Die Schultasche. Die Pause. Die Pause. Die Freunde. Die Freunde. Nach der Schule geht Sarah nach Hause und isst zu Mittag. Dann macht sie ihre Hausaufgaben. Nach der Schule geht Sarah nach Hause und isst zu Mittag. Dann macht sie ihre Hausaufgaben.
Nach Hause gehen. Nach Hause gehen. Zu Mittagessen. Zu Mittagessen. Die Hausaufgaben machen. Die Hausaufgaben machen. Am Abend isst Sarah mit ihrer Familie zu Abend. Später liest sie ein Buch. Um 21 Uhr geht Sarah ins Bett. Gute Nacht, sagt sie. Am Abend isst Sarah mit ihrer Familie zu Abend. Später liest sie ein Buch. Um 21 Uhr geht Sarah ins Bett. Gute Nacht, sagt sie. Zu Abendessen. Zu Abendessen. Ein Buch lesen. Ein Buch lesen. Ins Bett gehen. Ins Bett gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war Sarahs Tagesablauf. Ich hoffe, ihr habt viele neue deutsche Wörter gelernt. Übt fleißig weiter und schaut euch auch meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.